Hallo zusammen! Nach dem Update-Prozess gibt es wie versprochen das Video zu den Neuerungen von Android 11 mit One UI 3.0. Den Beginn macht die visuelle Gestaltung, das heißt all die Neuerungen an der UI, die wir sehen können. Wir fangen an mit dem Symbol für den Fingerabdrucksensor. Dieser ist neu. Jetzt auch nur bei aktiviertem Screen. Das ist die erste visuelle Änderung. Die zweite visuelle Änderung betrifft das Eingabefenster für den PIN. So sieht er nun aus, hier mit runden Elementen. Sieht stimmig aus und gefällt mir. So, nebenbei bemerkt, das haben wir ja gestern festgestellt. Leider hat sich das Wetter-Widget auch geändert. Diese Änderung gefällt mir leider nicht so sehr. Eine wesentliche Änderung ist ja das Quick Panel. Hier oben haben wir 6 Shortcuts, darunter die Geräte und die Medien. Dieses Element habe ich gestern hinzugefügt. Ich zeige euch gleich auch, wie man das macht. Und des Weiteren haben wir das Widget für die Musiksteuerung. Und wir sehen, das komplette Fenster ist transparent. Mit einem Klick auf den Pfeil können wir das Musik-Widget erweitern. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Geräte und Medien hinzufügen. Dafür swipen wir noch einmal runter, klicken auf die 3 Punkte, wir wählen Quick Panel Layout aus und dann haben wir hier 3 Auswahlmöglichkeiten und die letzte ist es. Geräte und Medien über Benachrichtigungen anzeigen. Ich zeige euch das mal, wir wählen es mal kurz ab, bestätigen mit OK, swipen einmal hoch und ihr seht schon, aha, die 2 Elemente sind nicht mehr da. Das ist ganz nützlich für diejenigen, die halt sehr viele Geräte verbinden oder auch die Mediensteuerung mit einem anderen Gerät teilen. Das ist bei mir der Fall, deswegen möchte ich diese 2 Elemente da oben haben, selbst wenn sie ein bisschen Platz wegnehmen. Wir klicken mal die Geräte an. Hier sehen wir schon, welche Geräte wir zur Auswahl haben. Und dasselbe mit den Medien. Hier könnten wir jetzt sehen, auf welchem Gerät wir welches Medium abspielen möchten. Eine weitere Neuerung betrifft die Shortcuts, also die Schaltflächen bearbeiten. Samsung hat gesagt, dass sie hier nur noch die wichtigsten und die am häufigsten genutzten Shortcuts unten lassen bzw. aktiv lassen und den Nutzer sehen lassen. Wir können aber jederzeit von oben ein weiteres runterziehen. Samsung sagt, sie haben den Fokus auf die meisten Shortcuts gelegt. Kann ich absolut nachvollziehen. Und jeder, der noch weitere braucht, kann sie ja hier oben runterziehen und sie werden dann unten ersichtlich. Ich meine, wir haben jetzt schon jede Menge drin und ich kann mir gut vorstellen, dass einige Nutzer einige Shortcuts nie wirklich benutzen oder aktivieren. Wir haben des Weiteren der Shortcut für die verbesserte Leistung, das ist komplett neu und sollte für Games sehr hilfreich sein. So, des Weiteren haben wir hier was Neues bei der Statusleiste. Und zwar ist die Neuerung hier die schwebende Benachrichtigung und Blasen. Das heißt, das sind diese Bubbles, die in Android 11 dazugekommen sind. Das sind nichts weiter als wie beim Facebook Messenger diese Bubbles. Dass wenn eine Nachricht reinkommt, wir halt eine schwebende Benachrichtigung in Form einer Blase haben. Wenn Sie Blasen auswählen, enthalten Benachrichtigungen für kompatible Konversationen ein Symbol, auf das Sie tippen können, um in die Sprechblasenansicht der Konversation zu wechseln. Ne? Smarte Pop-up-Ansicht, das haben wir ja schon seit Jahren gehabt. Wir belassen uns bei den Blasen. Die nächste Neuerung betrifft die Einstellung bzw. die Kategorisierung. Wir sehen es, wir haben den Oberpunkt Verbindung und die Unterpunkte WLAN, Bluetooth und Offline-Modus. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn ich eins dieser Punkte suche, muss ich da reinklicken. Auch bei den Tönen und Vibrationen haben wir den Tonmodus und den Klingelton, genauso auch bei den Benachrichtigungen. Also da wurde einfach nur die Kategorisierung und die Zusammenfassung optimiert. Wir klicken beispielsweise mal in die Anzeigen rein und dann wiederum in Bildwiederholrate und sehen hier jetzt eine neue Animation, die uns sagt, wie sich denn adaptiv und Standard verhält. Oder aber bei der Bildschirmauflösung haben wir auch ein neues Fenster.
Hier unten haben wir jetzt WQHD+, FHD+ und HD+. Und oben haben wir ein Bild, wo dann der Ausschnitt des Bildes uns zeigt, wie denn die Auflösung bei den einzelnen Auflösungen aussieht. Gucken wir uns die weiteren Punkte an. Hier sehen wir es. Also ich finde den neuen Aufbau um einiges besser. Es wirkt für mich logischer. Die einzelnen Kategorien stimmen. Wir gehen mal in die Akku- und Gerätewartung rein. Ich habe gestern nach dem Update bewusst das Handy auf 100% geladen, um zu sehen, wie viel Screen-On-Time ich mit dem neuen Update kriege. Dieses Fenster ist hier neu. Wir sehen hier oben, wir haben noch 47% bei 18 Stunden und 59 Minuten. Wir klicken hier drauf und sehen seit letzter Vollerladung oder letzte 7 Tage. Das macht keinen Sinn, also gehen wir nochmal zurück. Ich habe es verwendet 13 Stunden und 2 Minuten bei einer Screen-On-Time von 4 Stunden und 14 Minuten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Wert und hier sehen wir, was ich alles genutzt habe und wie lange. Nochmal 4 Stunden 14 Minuten bei einer Restkapazität von 46%. Ich finde, das ist ein guter Wert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es überwiegend im WLAN verbunden war. Mit circa, also nicht ganz, aber mit circa 1 Stunde im Mobilfunknetz draußen. Dennoch ist es ein ganz, ganz guter Wert. Weiter hat sich das Menü, zudem hat sich die Ansicht der Lautstärkeregelung geändert. Hier sehen wir es. Sowie die Ansicht der Widgets. Wir halten lange auf den Homescreen gedrückt, wählen Widgets aus und sehen das neue Fenster. Schön kategorisiert, eingerahmt, beispielsweise Samsung Notes. Da sehen wir schon, dieses Fenster ist komplett neu. Wir haben unten 3 Punkte, die uns signalisieren, okay, wir haben 3 verschiedene Widgets. Und wir können mit einem Wisch nach links zwischen diesen Widgets hin und her swipen. Und bei einem langen Druck auf eine App sehen wir auch das neue Fenster. Da oben ist der Name der App zu sehen und unterhalb die einzelnen Funktionen. Auch neu ist jetzt die Ansicht für die geöffneten Apps. Wir sehen es. Die App, die jetzt in der Mitte ist, ist größer dargestellt. Sie wird hervorgehoben. Und rechts und links die Apps, die sind kleiner. Und jetzt seht ihr auch noch die Animation dazu. Also ich finde diese Neuerung finde ich gelungen. In diesem Punkt bin ich mir nicht wirklich sicher, aber ich gehe davon aus, dass es eine Neuerung ist. Nach dem Update wurden all meine Ordnerfarben zu diesem Grau. Beispielsweise war der Microsoft-Ordner hier blau hinterlegt. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich denke, die Neuerung ist einfach, dass wir hier oben eine Vorschau haben jetzt. Wenn wir beispielsweise gelb auswählen, dann sehen wir direkt die Vorschau, wie der Ordner aussehen wird. Oder hier orange, grün und blau. Diese Farbe hatte ich ja vor dem Update. Eine weitere sehr willkommene Änderung betrifft die Hintergründe. Hier haben wir meine Hintergründe, dann haben wir die Galerie. Und die Neuerung ist jetzt bei dem Hintergrundbilddienst. Wir klicken da rein. Der dynamische Sperrbildschirm. Wir klicken auf das Zahnrad. Und im Gegensatz zu vor dem Update haben wir jetzt die Möglichkeit, mehrere Kategorien auszuwählen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir das Display jetzt mal sperren, ich könnte es jetzt hier über den Knopf machen, ich zeige euch aber eine weitere Neuerung, also eine Neuerung in der Neuerung, der Doppeltap to Sleep. Wir wecken das Display auf und sehen, wir haben jetzt hier ein Wallpaper. Wir sperren das Gerät nochmal und entsperren es. Und ihr seht, es ist ein neuer Lockscreen. Es ist ein neuer Hintergrund vorhanden. Und jetzt hat das Gerät einfach die Möglichkeit, aus mehreren Kategorien eins auszusuchen. Das finde ich wirklich klasse. Wo wir schon mal beim Lockscreen sind, haben wir eine weitere Neuerung. Wenn wir jetzt auf die Uhr klicken, doppelt, und dann mal nach oben wischen,
nach oben oder nach unten mischen, sehen wir schon, wir haben im Always On Display sehen wir Widgets. Jetzt zeige ich euch das nochmal bei aktiviertem Lockscreen, diese Widgets. Ja, da haben wir die Musiksteuerung, das Wetter und den Alarm. Und ich finde diesen Aufbau sehr, sehr gelungen. Wir haben die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Hier haben wir nochmal den neuen Lockscreen, den neuen Screen für die PIN-Eingabe. Und diese Auswahlmöglichkeiten haben wir. Das heißt Musik, Wetter, Termin heute, nächster Alarm, Bixby Routines, digitales Wohlbefinden. Das ist neu. Wir können diese Widgets natürlich auch neu anordnen. So, damit hätten wir die visuelle Gestaltung abgearbeitet. Und wir kommen zum nächsten Punkt, verbesserte Leistung. Da kann ich euch leider nicht so viel zeigen. Das betrifft einfach verbesserte dynamische Speicherzuweisung. Hintergrundaktivitäten werden eingeschränkt, um eine bessere Leistung und einen besseren Stromverbrauch zu bieten. Das mit dem Stromverbrauch kann ich ja, ich sag mal, ein bisschen beweisen, indem ich euch die Screen-on-Zeit zeige. Wir sind inzwischen bei 4 Stunden 32 Minuten angelangt, also dahingehend habe ich keine Beschwerden. Und was mir zwischenzeitlich doch noch aufgefallen ist und gar nicht im Changelog zu finden ist, ist der einhändige Modus. Wir sehen jetzt hier die Abbildung des Hintergrundbildes. Vorher war dieser Bereich nämlich schwarz gewesen und hat dementsprechend keinen Strom verbraucht. Jetzt sieht es ein bisschen professioneller aus. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, das Fenster nach links zu bewegen oder nach rechts oder in die Einstellungen zu gehen. Das ist nichts Neues. Allerdings betrifft die Neuerung, ihr seht es bereits. Ja, ich gehe nochmal ins kleine Fenster. Dieser Tab da oben, also mein Daumen deckt nur diesen Bereich ab, aber auch den da drüber. Und wir haben da einen Tab, damit können wir das Fenster verschieben. Und jetzt schaut mal her, jetzt erreiche ich mit meinem Daumen alles. Diese Funktion ist sowas von genial, so einfach und so genial. Apple, guckt dir das bitte ab. Okay, wir kommen zum Oberpunkt bessere Anpassung. Neue Bildkategorien wurden zum dynamischen Sperrbildschirm hinzugefügt und Sie können bis zu 5 Kategorien gleichzeitig auswählen. Das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Auf dem Sperrbildschirm können Sie ein Widget hinzufügen, um Ihre Nutzungszeit zu sehen. Ah ja, das zeige ich euch nochmal kurz. Dafür sperren wir das Gerät, entsperren es, klicken einmal auf die Uhr, um die Widgets hervorzuholen, gehen in die Einstellungen und können sofort den letzten Punkt anklicken, digitales Wohlbefinden. So, jetzt sperren wir das Gerät erneut, aktivieren es nochmal, klicken auf die Uhr und voilà, ganz unten befindet sich dann digitales Wohlbefinden. Der nächste Punkt ist die Anpassung des Always On Displays. Der soll jetzt einfacher sein, das schauen wir uns natürlich auch an. Dafür gehen wir in die Einstellungen. Anzeige. Nein, das ist ein Fehler. Unter Sperrbildschirm. Always On Display. Genau. Hier auf den ersten Blick hat sich nichts geändert. Wir klicken mal den Uhrenstil an. Ach ja, genau. Dieser Bereich ist jetzt neu. Können wir da was hoch oder runter wischen? Nein. Weiß nicht, warum der Tab dort ist. Aber der obere Bereich, der ist neu und zeigt uns eine Vorschau. Wie die einzelnen Stile aussehen werden. Hier sehen wir sie nochmal alle. Der Kalender. Und auch das seitliche Always On Display. Finde ich gut, die Vorschau. Wir belassen es beim alten und hier unten können wir die Farbe aussuchen. Als nächsten Punkt haben wir das Einfügen eines Anruferhintergrundes. Das zeige ich euch jetzt. Wir gehen in die Telefon-App, klicken auf die 3 Punkte, wählen Einstellungen und haben sofort Anruferhintergrund. Da klicken wir jetzt drauf und sehen schon den neuen Screen, den habe ich gestern bereits eingestellt. Das ist ein von mir gewählter Hintergrund.
Das Layout habe ich auf kompakt. Und jetzt gehen wir zum Hintergrund. Da sehen wir schon das Standard-Hintergrund. So würde es aussehen. Und jetzt das, was ich gestern eingestellt habe. Finde ich gut. Als nächste Neuerung haben wir die App Samsung Internet. Da können wir jetzt Registerkarten neu anordnen und auch sperren. Das schauen wir uns an. Und Bixby Routines verfügt über noch mehr Steuerelemente. Das schauen wir uns auch ganz kurz an. Und da habe ich auch eine Überraschung für euch. So, als erstes gucken wir uns Samsung Internet an. Wir öffnen die App. Ich hab bereits 2 Registerkarten auf. Ihr seht's, einmal gedrückt halten und rüberziehen. So können wir die Registerkarte verschieben. Ja, nochmal. Genau. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Registerkarte, ich zeige es mal mit der linken Hand, zu schützen. Und jetzt achtet auf das Kreuz. Da haben wir jetzt ein Schlosssymbol. So, zweimal drauf gedrückt, schließt den Tab. Nochmal, schützen. Jetzt kann ich einmal versehentlich draufklicken und es würde nichts passieren. Das Schlosssymbol verschwindet und jetzt habe ich das X und jetzt kann ich diese Registerkarte komplett schließen. Und jetzt kommen wir zu Bixby Routines. Da haben wir die App. Lasst euch bitte nicht abschrecken, wenn ihr den Namen Bixby hört. Ich meine, wir wissen alle, dass der Assistent nicht so gut ist, aber diese App ist wirklich genial. Und deswegen werde ich diese App in einem separaten Video vorstellen. Und ich verspreche euch, ihr werdet diese App lieben. Denn sie ist wirklich voller hilfreicher Automatismen. So, wir kommen zu dem Oberpunkt erweiterte Funktionen. Da haben wir den Startbildschirm und Sperrbildschirm. Und wir können ein Widget hinzufügen, wenn wir eine App auf dem Startbildschirm länger mit dem Finger antippen. Wir klicken jetzt mal Google News an und da sehen wir direkt unten rechts die Option für Widgets. Diese App hat nur ein Widget. Allerdings, ihr wisst ja den normalen Weg, geht man so. Allerdings ist jetzt die Neuerung hilfreich, indem uns gezeigt wird, diese App unterstützt Widgets. Gut, was haben wir noch? Schalten Sie den Bildschirm aus, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich tippen. Das habe ich euch bereits gezeigt. Auch wirklich sehr genial. Double Tap to Wake und Double Tap to Sleep. Dann tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf den Uhrenbereich, um Widgets wie Kalender und Musik anzuzeigen. Okay, das habe ich euch auch bereits gezeigt bei den visuellen Neuerungen. Zeige ich euch nochmal. Wir aktivieren den Screen, klicken auf die Uhr und landen in diesem Fenster. Kommen wir zu dem Oberpunkt Anrufe und Chats. Lassen Sie sich Konversationen separat im Benachrichtigungsfeld anzeigen. Zeige ich euch mal einen Screenshot dazu, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben im oberen Bereich unsere Shortcuts, darunter die Geräte und Medien, dann die Musiksteuerung und jetzt ist die Neuerung Konversation. Das heißt, eine Konversation geht nicht in dem ganzen Benachrichtigungswirrwarr verloren, sondern ist immer an oberster Stelle. Okay, wir kommen gut voran. Jetzt sind wir bei Bilder und Videos. Nehmen Sie schneller Bilder auf mit verbessertem Autofokus und automatischer Belichtung. Ja, die Thematik mit dem Autofokus hatten wir, werden wir gleich prüfen. Stellen Sie auch nach dem Speichern jederzeit die originale Version bearbeiteter Bilder wieder her. Das werden wir uns angucken. Okay, wir prüfen den Autofokus. Dazu öffnen wir die Kamera-App, nehmen das iPhone als Objekt. Ja, der Autofokus ist schon ziemlich schnell. Der war aber auch vor dem Update schnell. Vielleicht ist es jetzt einfach nur konsistenter, ich weiß es nicht. Gut, dann gucken wir uns noch die Galerie an, beziehungsweise bearbeitete Fotos. Ich habe das hier mal vorbereitet. Wir werden es jetzt bearbeiten. Legen einfach nur einen Filter drauf, einen Schwarz-Weiß-Filter, um es besser zu erkennen. Speichern diese Änderung. Gehen einen Schritt zurück und sehen, das Originalfoto wurde bearbeitet. Es wurde keine Kopie erstellt. Dient der Übersichtlichkeit. Und jetzt gehen wir nochmal rein in das Foto, um zu sehen, ach ja, wir können es zurücksetzen. Die Änderung, die Bearbeitung können wir zurücksetzen.
Da ist der Hinweis, alle Änderungen rückgängig machen und dieses Bild auf die Originalversion zurücksetzen. Machen wir. Wir sehen, es ist wieder bunt. Wir können es speichern. Einen Schritt zurück und da haben wir es. Als hätten wir nie irgendwas getan. Okay, wir kommen zum Oberpunkt Produktivität. Im Internet können Sie die Status- und Navigationsleiste ausblenden, um ein immersives Erlebnis zu erhalten und Webseiten schnell zu übersetzen. Das gucken wir uns an. Wir öffnen den Samsung Internetbrowser, klicken auf Apple und sehen hier unten die Navigationsleiste und oben die Statusleiste. Diese beiden Leisten verschwinden, sobald ich anfange zu scrollen, für ein besseres und immersives Surferlebnis. Auch im horizontalen Modus. Jetzt sehen wir nur noch die Website. Und sobald ich einmal runter scrolle, sehen wir wieder unsere Steuerelemente oben, die jede Menge Platz wegnehmen würden. Finde ich gut, ist ganz wichtig. So, das war's im Großen und Ganzen mit dem Android 11 und One UI 3.0 Update von Samsung. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht, dass es noch vor dem Januar 2021 herausgebracht wurde. Und die Änderungen finde ich klasse bisher. Ich meine, die visuelle Gestaltung ist gut, die funktionale Gestaltung, Neugestaltung finde ich auch gut. Ich kann mich bisher wirklich nicht beschweren und bin zufrieden. Und ich freue mich schon auf das Update One UI Version 3.1, denn in diesem Update soll dann dieser linke Screen hier, mein Update, soll dann durch den Google Feed ersetzt werden. Es wird gemunkelt, dass die Galaxy S21 Serie bereits mit One UI 3.1 und eben diesem Google Feed auf der linken Seite herausgebracht wird. Und wenn das geschieht, ist dieses Softwarepaket wirklich abgerundet und lässt keine Wünsche mehr übrig. Das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.